Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo liebe Follower und Neulinge, die gerade zu uns gestoßen sind. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt jetzt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um keine unserer zukünftigen Veröffentlichungen zu verpassen. Ohne weitere Verzögerung, lasst uns jetzt direkt in das heutige Video eintauchen. Viel Spaß! Franks Traum. Krankenpfleger in Deutschland. Es war einmal ein Junge namens Frank, der in einer kleinen Stadt in den USA aufwuchs. Schon seit seiner Kindheit hegte er einen großen Traum, er wollte Krankenpfleger in Deutschland werden. Diese ungewöhnliche Ambition kam nicht von ungefähr. Sein Vater, ein engagierter Krankenpfleger, und seine Mutter, eine erfolgreiche Ärztin, hatten Frank immer wieder von ihren eigenen Erfahrungen in der Medizin erzählt. Frank war fasziniert von den Geschichten seines Vaters über seine Arbeit im Krankenhaus. Er hörte aufmerksam zu, wenn sein Vater von den kleinen Gesten der Freundlichkeit sprach, die oft den größten Unterschied im Leben der Patienten ausmachten. Er bewunderte die Hingabe seiner Mutter, die Tag und Nacht für ihre Patienten da war und Leben rettete. Als er älter wurde, wurde sein Wunsch, in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten, immer stärker. Eines Abends, während sie zusammen am Esstisch saßen, sprach Frank seine Gedanken zum ersten Mal laut aus. »Ich möchte Krankenpfleger werden, genau wie ihr«, sagte er mit einem entschlossenen Blick auf seine Eltern. Sein Vater und seine Mutter lächelten ermutigend. »Das ist ein wunderbarer Traum, Frank«, sagte sein Vater. »Die Welt braucht mehr Menschen, die sich um die Gesundheit anderer kümmern wollen.« Seine Mutter nickte zustimmend. »Aber es wird nicht einfach sein, meinen Liebling. Du musst hart arbeiten und viel lernen, aber wenn du das wirklich willst, sind wir hier, um dir zu helfen.« In den folgenden Jahren begann Frank, hart für sein Ziel zu arbeiten. Seine Eltern halfen ihm dabei, geeignete Schulen und Programme zu finden, die ihn auf seine zukünftige Karriere vorbereiten würden. Sie brachten ihm bei, wie wichtig Mitgefühl, Geduld und Empathie in der Pflege sind. Frank arbeitete als Freiwilliger im örtlichen Krankenhaus und gewann erste Einblicke in die Welt der Medizin. Schließlich, nach vielen Jahren harter Arbeit und Entschlossenheit, erhielt Frank die Nachricht, dass er eine Zulassung zum Krankenpflegestudium in Deutschland erhalten hatte. Seine Eltern waren überglücklich und stolz auf ihn. »Du hast es geschafft, Frank«, sagte sein Vater mit Tränen in den Augen. »Dein Traum wird wahr.« Seine Mutter fügte hinzu, »Denke immer daran, dass du eine wichtige Rolle dabei spielst, das Leiden der Menschen zu lindern und ihnen zu helfen. Das ist eine der schönsten Aufgaben in der Welt.« Frank zog nach Deutschland, um sein Studium zu beginnen, und mit der Zeit wurde er zu einer fürsorglichen und engagierten Krankenpfleger. Er folgte den Fußstapfen seiner Eltern und setzte ihre Tradition der medizinischen Fürsorge fort. Frank erkannte, dass er nicht nur seinen eigenen Traum verwirklicht hatte, sondern auch das Erbe seiner Familie weitertrug. Und so wurde er zu einer lebenden Verkörperung der Liebe und des Mitgefühls in der Welt der Medizin. Im Laufe seiner Ausbildung und seiner Karriere als Krankenpfleger in Deutschland erlebte Frank viele Herausforderungen und erhebliche Verantwortung. Die Arbeit im Gesundheitswesen war oft anspruchsvoll und stressig, aber Frank ließ sich nicht entmutigen. Er erinnerte sich immer an die Ratschläge seiner Eltern und die Geschichten, die sie ihm erzählt hatten. Eines Tages, als Frank gerade seine erste Schicht auf der Intensivstation beendet hatte, wurde er von einem älteren Patienten angesprochen.
Der Mann lächelte müde und sagte, »Danke, dass du hier warst, um mir zu helfen, junger Mann. Deine Freundlichkeit hat den Unterschied gemacht.« Diese Worte erinnerten Frank an die Geschichten seines Vaters über die kleinen Gesten der Freundlichkeit. Er erkannte, dass auch er einen Unterschied im Leben der Menschen machen konnte, genau wie seine Eltern es getan hatten. Die Jahre vergingen, und Frank wurde zu einer respektierten Krankenpfleger in Deutschland. Seine Eltern waren weiterhin seine größten Unterstützer und Mentoren. Sie teilten ihre Erfahrungen und Ratschläge, halfen ihm dabei, schwierige Situationen zu bewältigen, und erinnerten ihn daran, dass die Medizin nicht nur eine Wissenschaft, sondern auch eine Kunst der Fürsorge ist. Frank war dankbar für die Erziehung und die Werte, die ihm seine Eltern vermittelt hatten. Er erkannte, dass er nicht nur ihren Traum von einer medizinischen Karriere in Deutschland verwirklicht hatte, sondern auch seinen eigenen Traum, ein wertvoller Teil des Gesundheitssystems zu sein. Mit der Zeit wurde Frank zu einem Vorbild für junge Menschen, die von einer Karriere in der Pflege träumten. Er ermutigte sie, an sich selbst zu glauben und hart für ihre Ziele zu arbeiten, genauso wie seine Eltern es für ihn getan hatten. So lebte Frank sein Leben als Krankenschwester in Deutschland, erfüllt von Mitgefühl, Liebe und Hingabe für die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Patienten. Und während er seine eigenen Erfahrungen machte, trug er das Erbe seiner Familie weiter und inspirierte andere dazu, ihren eigenen Träumen in der Welt der Medizin zu folgen.